Es ist wieder Star Wars Zeit. Star Wars Andor Staffel 2, oder besser gesagt Andor A Star Wars Story Staffel 2 hat gestartet mit dem ersten Arc, die ersten 3 Folgen. Es sind fast 3 Stunden an Material und wir reden heute über die ersten 3 Folgen von Andor Staffel 2, den allerersten Arc. Ich habe nach jeder Folge pausiert, ich habe mir Sachen mit jeder Folge aufgeschrieben und ich werde nach jeder Folge erstmal eine kleine Quick Reaction sozusagen machen und ein bisschen über die Folgen reden und am Ende reden wir über alle 3 Folgen zusammen. Folge 1, ein Jahr später. Wir starten, wie gesagt, ein Jahr später mit einem Zeitsprung. Wir sind jetzt 4 Jahre vor der Schlacht von Yavin. Ich finde grundsätzlich die Folge großartig. Also es war eine richtig, richtig tolle Folge. Ich muss sagen, ich bin sehr überfordert, nach einer Folge jetzt zu sagen, boah, ich muss jetzt noch 2 weitere solcher Folgen anschauen. Und das jede Woche, also 3 Folgen jede Woche, finde ich echt heavy. Es passiert sehr viel. Also es ist natürlich eine neue Staffel. Man muss natürlich erstmal, vor allem durch den Zeitsprung, erstmal alle Charaktere wieder etablieren, wo sie sind, was ist der Stand in ihrem Leben. Und ich finde, das machen sie sehr, sehr gut. Wir fangen mit einer Sequenz an, die direkt ein bisschen actionreich startet. Wir sind direkt wieder mitten in der Mission drin von Cassian. Er soll nämlich auf Cinar eine Test-Facility infiltrieren. Er soll dort nämlich den neuen TIE Avenger stehlen. Ich fand das sehr lustig, wie er da so reinkommt und ist so, what is happening here? Es war kein Stuhl da, es gibt keine richtigen Controls. Es hat mich so ein bisschen an Clone Wars Staffel 4, den Umbara Arc erinnert. Den habe ich nämlich gestern erst geschaut, weil ich mache aktuell mit meinem Freund einen Clone Wars Rewatch. Und wir waren gestern bei den Umbara Folgen. Und da ist es ja auch so ähnlich, wie sie da diese Schiffe klauen von den Umbarans und eben keine Ahnung haben, wie diese Technologie funktioniert und sind auch erstmal so hin und her. Daran hat es mich sehr erinnert, aber auf eine sehr gute Art und Weise. Es hat mir sehr gut gefallen. Und auch ich fand generell, der Ausbruch da war extrem funny. Also es ist zwar sehr actionreich und alles, aber es war trotzdem sehr humorvoll. Und das ist man von Andor ja gar nicht so krass gewöhnt. Aber es ist so ein trockener Humor. Es ist jetzt auch nicht so in die Fresse, sondern es war einfach so Situationskomik, weil es nicht so gut funktioniert. Und das fand ich toll. Dann haben wir natürlich so einen kleinen Einblick, was mit unseren Ferrix-Leuten passiert, also Biggs und Brazo und wie die anderen heißen, weiß ich leider nicht. Auf jeden Fall, die sind auf dem Planeten Mina Rau. Das ist dieser Feldplanet, wo sie sich halt einfach gesettelt haben. Sie sind jetzt so Farmer und leben da relativ ja, abgeschottet vom Imperium. Und man merkt auch, Biggs ist immer noch ein bisschen traumatized von diesen ganzen Foltereinheiten am Ende von Staffel 1. Verständlich. Also das ist, glaube ich, einfach Trauma, das kriegt man nicht weg. Ganz toll war natürlich Chandrila. Man sieht Chandrila, es ist die Hochzeit von Leida, also Mon Mothmas Tochter, aber ich muss sagen, ich fand es einfach toll zu sehen. Und es ist mir erst gar nicht richtig aufgefallen. Aber dann musste ich mir diese Szene nochmal anschauen, weil die erste Szene auf Chandrila, das ist ein riesiger One-Shot. Es ist unglaublich, es hat mich richtig beeindruckt im Nachhinein. Ich musste es mir direkt nochmal anschauen. Ein riesiger One-Shot, wie sie da entlang läuft. Und ich dachte mir einfach direkt vom ersten Moment, Genevieve O'Reilly, bitte, bitte krieg eine Emmy-Nomination. Also diese Frau ist einfach so krass. An dieser Hochzeit versammeln sich ja alle möglichen Leute. Also wir haben Take-Homer und man merkt auch in dieser Folge, da bahnt sich so ein bisschen Romance an, finde ich. Man weiß ja, Chandrila, das sind immer so Zwang-Ehen sozusagen, so arrangierte Ehen. Und so war es ja auch bei ihr und ihrem Mann mit Perrin. Und ich glaube, mit Tay, das ist ein Kindheitsfreund, soweit ich weiß. Und ich glaube, da wäre einfach mehr der Love Spice da gewesen. Aber man erfährt, dass Tay und seine Frau aktuell auseinanderleben. Dann tauchen auf Chandrila bei der Hochzeit auch noch Luthen und Claire auf. Und Val hat man hier natürlich auch noch, die ja Mon Mothmas Cousine ist. Hier jetzt mit roten Haaren und keinen blonden. Tolle, tolle Szenen auf Chandrila. Ich freue mich da auf mehr. Leida hatte da so einen kleinen Emotional Breakdown auch schon. Und der erste Streit, weil eben ihr zukünftiger Mann einfach, der ist ein Kind, der will ihre Hand nicht halten, der ist irgendwie bläh. Man lernt auch, dass er, glaube ich, auf einer Imperial Academy ist oder irgendwie sowas. Auf Steerguard, was man ja aus Staffel 1 kennt, zumindest vom Namen her. Und da heißt es jetzt, sie werden umgesiedelt. Und Luthen war da ganz, ganz interessiert, wohin sie denn umgesiedelt werden. Ich glaube, das wird auch noch eine Rolle spielen. Es ist so, so toll. Man sieht dieses Budget on screen einfach. Es sind so krasse Sets, es sind riesige Sets. Die Schauspieler können herumlaufen, ohne nach 2 Sekunden stehen bleiben zu müssen, weil sie vor einer LED-Wand stehen. Sie können, also wirklich dieser One-Shot und auch diese Szene, wie Mon Mothma dann zu ihrer Tochter reingeht, die da heulend am Boden sitzt. Tolle Sets. Es ist wirklich unglaublich schön zum Anschauen. Cassian landet ja eben auf diesem Waldplaneten, wo er dann eben den TIE Avenger eigentlich hätte übergeben sollen an jemand anderen. Ich glaube, das ist Yavin. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es immer traurig, weil die Serie heißt Andor und ich finde meistens, dass Cassian Storyteile die langweiligsten sind. Ich wollte die ganze Zeit zurück zu Krennic und ich wollte zurück zu Chandrila.
Das tut mir immer so ein bisschen leid, aber es ist leider so. Und mal schauen, wie er da jetzt rauskommt, aber meh. Und da muss ich natürlich noch über Krennic reden. Wir kriegen Krennic hier ohne große Introduction. Er ist einfach da, er ist eine Präsenz. Auf Melthene Divide heißt der Planet oder diese Festung. Und da ist eben dieser Closed Circle. Und ich dachte mir, worum geht's hier? Geht's hier um den Todesstern, sonst noch was? Grundsätzlich ging es um den Todesstern letztendlich. Man hat erstmal so ein ewig langes Gorman-Werbevideo gesehen. Und ich war richtig begeistert, dass Gorman jetzt hier schon aufkommt. Ich finde das sehr, sehr cool. Und wir erfahren, dass auf Gorman ein Mineral oder Stein oder sowas namens Calcite zu finden ist. Und der ist extrem wichtig, to coat the reactor lenses. Und dann ist da einfach eine große Diskussion. Sie brauchen eben diese Mineralien, aber das könnte den Planet zerstören und den Planetkern instabilisieren. Dadurch würde der Planet halt einfach zugrunde gehen und so weiter und so fort. Und was sie eben mit den ganzen Leuten machen, eine Umsiedlung ist nicht möglich, das sind viel zu viele Leute. Und dann müssen sie eben die Leute mit Plänen aufkommen. Es hat jemand vorgeschlagen, eine Plage oder ein Natural Disaster da auszulösen. Das würde die Leute ja vertreiben. Dann hieß es aber, nee, das hat viel zu viele Risiken, das ist nicht so kontrollierbar. Und Dedra, die hier, glaube ich, als einzige Frau an diesem Tisch sitzt, hatte den Vorschlag, ja, man braucht halt Rebellen auf Gorman, auf die man sich verlassen kann, dass sie das Falsche tun. Und Krennic war sehr begeistert von dieser Idee. So kommen wir, glaube ich, zu diesem Gorman Massacre. Ich glaube, sie wollen auf Gorman jetzt eben Aufstände auslösen, dass sie dann die Berechtigung haben, sozusagen, als Imperium da einzuschreiten und Leute zu töten und die Leute zu vertreiben und sonst noch was. Was ich auch noch sehr lustig fand, war dieses Ministry of Enlightenment, was einfach, ja, kontrollierte Wissensweitergabe sozusagen ist. Also sie framen die Gormans so und man erfährt nur das über die Gormans, was sie auch wollen. Und dass sie eben diese ganzen Informationen raus in die Welt schicken, also es ist einfach Hardcore-Propaganda. Sehr, sehr, sehr spannende Szenen. Ich habe viel zu lange jetzt schon wieder darüber geredet und jetzt schaue ich weiter mit Folge 2. Ich freue mich. So, Folge 2, Sigrona Teema. Grundsätzlich, diese Folge war nicht ganz so intens wie die letzte Folge, finde ich. Es war viel konzentrierter an welchen Storylines man arbeitet, vor allem an Chandrila war sehr viel diese Folge, was ich sehr toll fand, weil für mich das einfach das Spannendste ist. Aber wir haben auch mehr zu Mina Rao gesehen, was bei den Leuten passiert auf Mina Rao, Bix und Brazo und so weiter. Und wir haben gesehen, wie Cassian endlich entkommt. Nach wie vor finde ich, Cassians Storyline ist das langweiligste aus diesen 2 Folgen jetzt. So irgendwie, das war nicht so spannend. Aber wir haben natürlich gesehen am Ende, es ist Yavin. Ich hatte recht. Fühle ich mich jetzt toll. Aber es war auch irgendwie abzusehen, oder? War jetzt keine Surprise. Ich bin jetzt gespannt, wie es mit Cassian weitergeht. Ich gehe stark davon aus, von den Trailern her, dass er jetzt in Folge 3 auf Mina Rao dann endlich landet mit dem TIE Fighter und da ein paar Sachen abschießt. Ansonsten sind wir diese Folge auch wieder ein bisschen auf Coruscant unterwegs, nämlich Dedra ist zurück beim ISB mit Major Padagas und sie sagt ihm, sie möchte nicht an dem Gorman-Projekt arbeiten, sie möchte weiter hinter Axis her sein. Axis ist ja Luthen. Und Padagas sagt, ja, aber du hast ja jetzt schon 2 Jahre dran gearbeitet und da kam nicht wirklich was bei rum. Das nächste Mal fangen die Leute, bevor sie irgendwas machen und nicht Ewigkeiten hinterherrennen. Und wir erfahren in dieser Folge, dass Dedra zusammen mit Cyril lebt. Die beiden sind anscheinend jetzt ein Couple geworden. Sie leben zusammen in einem Apartment in Coruscant. Man kriegt ein bisschen private Einblicke von Dedra, was mich sehr überrascht. Cyril kam diese Folge auch das erste Mal vor. Den habe ich komplett vergessen, muss ich ganz ehrlich sagen, in der letzten Folge. Habe ich gar nicht mit, also da war ich so, oh, Cyril, stimmt, den gibt's auch. Fand ich eigentlich einen sehr coolen Charakter in der ersten Staffel. Ich glaube, wenn ich das richtig verstehe, und ich glaube, es war was in den Trailern oder sowas, glaube ich, dass sie ein Treffen mit seiner Mutter haben. Und das ist das, wovor sie sich nicht drücken können. Ich glaube, das ist das, was wir in Folge 3 kriegen werden. Ansonsten ist auch Kleya zurück auf Coruscant. Die wollte nämlich zurück nach Coruscant, weil sie auf Chandrila keine Comms irgendwie verschicken kann, abfangen kann. Und sie müssen eben wissen, was bei Cassian und auf Mina Rao abgeht, weil auf Mina Rao eben das Imperium jetzt gerade eine Inspection macht. Ich habe ganz vergessen, darüber zu reden, wie ekelhaft dieser Lieutenant auf Mina Rao war. Bei der Imperial Inspection. War natürlich ganz, müssen vorsichtig sein, dass sie nicht geschnappt werden und so. Und dann geht eben dieser eine Lieutenant zu Bix in dieses Silo. Und ich hatte die ganze Zeit sehr Angst, dass wir jetzt hier so irgendwas, Übergriffiges kriegen. Und es wurde so angeteased. Und er war sehr, sehr creepy und Brazo kam im richtigen Moment. Ich habe Angst, dass Bix da was passiert und sie noch mehr traumatisiert wird. Ansonsten sind wir sehr viel auf Chandrila und da sind sehr viele tolle Sachen dabei. Also man sieht ein bisschen was von Perrin und Mons Relationship.
sie sind irgendwie, also sie sind sehr vertraut. Klar, sie sind auch viele Jahre verheiratet. Ich spüre da wenig Liebe, aber irgendwie so ein Respekt gegeneinander. Und er zieht sie ja auch so ein bisschen, nicht, er zieht sie damit auf, aber er neckt sie so ein bisschen damit, von wegen, dass Tacoma ja so ihr Boyfriend ist. Und sie ist so, ach, wusste ich gar nicht, aha. Und dann meinte er so, ja, der ist doch getrennt von seiner Frau, oder hast du ihn jetzt auch in den Wind geschickt? Also da ist so natürlich auch viel Eifersucht, also da ist so eine Rivalität auf jeden Fall vorhanden. Und ich shippe sie und Tacoma ja eigentlich schon ein bisschen, aber Tay macht ein bisschen was Asoziales in dieser Folge, nämlich er beschwert sich bei ihr oder er kommt mit einem Anliegen zu ihr, dass alle das bekommen haben aus diesen Agreements aus Staffel 1, was sie wollten. Also ihre finanziellen Probleme sind weg und Lücken sind weg, ohne dass irgendjemand was mitbekommen hat. Skulden hat natürlich auch das bekommen, was er wollte, nämlich dass sein Sohn Mon Mothmas Tochter heiratet. Und der Einzige, der darunter leidet, ist eben Tay selber, weil seine ganzen Investments und Deals, die leiden sehr unter diesen ganzen Rebel-Activities, meinte er. Und er möchte jetzt, glaube ich, Geld von ihr. Und Luthen ist dann natürlich sehr besorgt darüber, dass er sie auch die ganze Zeit so bedrängt und die ganze Zeit hinter ihr her ist und Geld haben will. Und Mon Mothma ist so, ja, wir finden eine Summe, das wird schon irgendwie passen. Aber das ist natürlich ein bisschen kritisch, da sind ein paar Spannungen und Luthen ist ein bisschen suspicious, was Tay jetzt angeht, weil der natürlich Angst hat, dass Tay irgendwas slippen lässt. Und ansonsten hatte man noch eine sehr süße Rede von Perrin. Eigentlich, also ich bin ja ein Perrin-Hater, ich mag Perrin ja nicht. Er war in Staffel 1 einfach ein großes Arschloch zu Mon Mothma. Aber hier die Rede, die er hält auf der Hochzeit, die fand ich sehr, sehr süß, muss ich ganz ehrlich sagen. So von wegen, ja, lasst euch nicht unterkriegen von dem Schlimmen, was diese Galaxis zu bieten hat. Findet Freude in den kleinen Dingen. Und also es war eine sehr, sehr süße Rede, muss ich ganz ehrlich sagen. Und man hat auch in Mon Mothmas Augen, finde ich, gesehen, dass wie sie früher in ihn verliebt war. Also was seine Qualitäten früher waren und warum sie ihn früher wahrscheinlich auch ein bisschen toll fand. Und da hat man eine kleine Unterhaltung zwischen Val und eben Mon Mothma. Sie reden über Cinta. Cinta ist anscheinend vom Erdboden verschluckt und hat sich nicht bei Val seitdem gemeldet. Luthen weiß anscheinend mehr, aber sie möchte sich anscheinend nicht bei Val melden. Und das ist ein bisschen schade. Aber bin ich mal gespannt, ob die noch wieder vorkommt. So, das ist alles, was ich zu Folge 2 zu sagen habe. Und ich freue mich jetzt sehr auf Folge 3. Folge 3, Ernte, reden wir darüber. Das Finale zu diesem Arc, ich finde, das war eine sehr gute Folge. Ich finde, es hat einen schönen Climax gemacht für diesen Arc. Jetzt ist dieser Arc auch schon wieder vorbei und alles, was wir zu diesem Jahr auch zu sehen kriegen. Und das finde ich so ein bisschen schade, aber da reden wir gleich im Fazit drüber. Also, man hat gesehen, dass Cassian die Comms mitgenommen hat damit Claire kontaktiert. Claire hat gesagt, so, warte, wir müssen das hier jetzt, wo ist unser Pilot? Also, es gibt keinen Piloten mehr, ich bin hier, was ist das für ein scheiß Schiff, das ihr mir da gegeben habt? Wusste das irgendjemand? Ich kann das gar nicht steuern. Ansonsten hatten wir eine sehr lustige Szene oder Sequenz, es waren mehrere Szenen, Fondue und Raclette bei Dedra und Cyril zu Hause. Wie ich tatsächlich recht hatte, trifft Dedra hier auf Cyrils Mutter, die ja einfach, also das ist eine Bestie, diese Frau, das ist ja schlimm, diesen Monster. Ich fand sie in Staffel 1, fand ich sie super lustig. Sie ist auch ein lustiger Charakter zum Anschauen, aber wenn ich mir vorstelle, dass ich mit dieser Frau an einem Tisch sitze, da kriege ich so einen Hals. Dedra haut auf den Tisch, nicht wirklich, aber so ein bisschen und macht ihr mal eine Ansage und dann verhält sie sich auch mal richtig. Eine Frage, die ich hatte bei diesem Gespräch, man erfährt ein bisschen was zu Dedras Kindheit und sie sagt, ihre Eltern waren Kriminelle und wurden festgenommen, als sie 3 war und sie ist in einem Imperial Kinderblock aufgewachsen. Ich würde Dedra jetzt nicht auf 20 oder sowas schätzen, sondern irgendwie so auf Mitte 30, würde ich sagen. Oder vielleicht Anfang 30, irgendwie sowas. Das heißt, sie muss ja eigentlich schon davor in irgendeinem Waisenhaus aufgewachsen sein, bevor dann das Imperium überhaupt ausgerufen wurde. Also da bin ich mir nicht sicher, wie die Timeline zusammenpasst. Die Mina Rao Gang muss umziehen, weil eben die Imperial Inspection näher kommt und sie kontrollieren auch Visas und die sind natürlich da illegal und haben gar keine Visas. Diese Aufbruchsstimmung die ganze Zeit, sie wollen B2EMO auch Sie haben B2EMO zurückgelassen. Sie wollten ihn zurücklassen, aber letztendlich, als Cassian abgehauen ist, haben sie ihn auch zurückgelassen. Und natürlich kam da wieder dieser Lieutenant. Und ich hatte recht. Es war natürlich klar irgendwie auch. Aber ich habe gehofft, dass es nicht so weit kommt. Es kam auch nicht so weit. Aber da kam dieser eklige Lieutenant auch wieder. Und ich muss generell sagen, es hatte natürlich schon so ein bisschen was von Zweiter Weltkrieg, Judenverfolgung. So dieses Ding von, oh, ihr seid hier illegal und oh, ihr dürft hier gar nicht sein und ihr wurdet hier versteckt von diesen Leuten und so weiter und so fort. Also natürlich, das Imperium ist ja
basically das. Aber es hat mir schon sehr krass diese Vibes gegeben und hat mich sehr krass an Filme in dieser Richtung einfach erinnert. Die Spannung war sehr hoch und ich finde, die Tension war sehr hoch in dieser Folge. Und das hat mir sehr gut gefallen, Mann. Ich war sehr on the edge of my seat die ganze Zeit. Es kommt dann natürlich dieser eklige Lieutenant da an und unsere gute Biggs ist natürlich alleine zu Hause und also wirklich, ich habe mir ganz oft aufgeschrieben, oh mein Gott, no, 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 so schlimm, bitte nicht, please no, please no. Wie er sich da ihr aufgedrängt hat und gesagt hat, oh, relax, und meine Schultern und uppala, da haue ich schon mein Buch zu. Und ich war einfach sehr, sehr froh, dass Biggs dass sie ihn umgebracht hat. Es war so satisfying. Also ich hätte es sehr schlimm gefunden, wenn es wirklich so weit gekommen wäre, dass er sich ihr wirklich komplett aufgedrängt hätte und sonst noch was mit ihr gemacht hätte. Ich bin sehr froh, dass es nicht so weit kam. Ich bin überrascht, dass Biggs tatsächlich das Wort dann in den Mund genommen hat. Was ich mich gefragt habe, ich habe nicht gecheckt, wann Brasso gestorben ist. Er war auf einmal tot. Anscheinend muss es irgendwo bei der Schießerei gewesen sein, oder? Als Cassian da ankam und rumgeschossen hat. Wahrscheinlich da. Aber ich habe es nicht mitbekommen, dass er gestorben ist. Auf einmal lag er da tot am Boden. Und natürlich hauen sie dann mit Cassian am Ende ab. Aber sie haben B2EMO zurückgelassen. Das fand ich sehr, sehr schade. So, und dann reden wir abschließend natürlich noch über die Hochzeit. Es geht eben los, die ganze Folge ist eigentlich die Hochzeit an sich, die richtige Feier, die Zeremonie. Es geht noch kurz davor los, als Lida ankommt und Mon ihr nochmal sagt, du musst das nicht machen. Und sie will halt, dass ihre Tochter nicht die Fehler macht, die sie gemacht hat, letztendlich. Tay und sein Misstrauen gegenüber Mon Mothma und dieser ganzen Situation und das Risiko, das er eingegangen ist und dass er mit Skulden natürlich sehr viel zu tun hat, das kommt hier auf. Luthen ist dann natürlich sehr besorgt deswegen. Ich bin wirklich gespannt. Man sieht es jetzt halt wahrscheinlich nicht, wie es weitergeht, sondern weil jetzt halt nächste Folge ein Zeitsprung von einem Jahr wieder sein wird, ist das halt wahrscheinlich so das Ding, man wird erklärt kriegen, was da jetzt letztendlich draus geworden ist. Da bin ich sehr gespannt. Ich finde es sehr schade. Mich hätte schon sehr interessiert, wie da jetzt diese Diskussion nächste Woche auf Coruscant abgehen. Dann kommt dieser krasse DJ-Druide auf die Hochzeit mit dieser leichten Techno-Musik. Das hat mir sehr gut gefallen, obwohl ich solche Musik gar nicht mag. Aber ich finde, das hat sehr in Star Wars einfach reingepasst. Und diese ganze Tanzsequenz und Mon Mothma betrinkt sich die ganze Zeit, weil eben ihr die Decke so ein bisschen auf den Kopf bricht. So sagt man das bestimmt. Also sie betrinkt sich schön. She's dancing the worries away, habe ich aufgeschrieben. Und dann sieht man am Ende, wie Cinta Tay Koma wegfährt. Und das ist ja schon wieder eine riesige Luthen-Verschwörung, muss man ja ganz ehrlich sagen. Weil Luthen ist ja mit Cinta noch in Kontakt. Das weiß man ja. Hat ja Val letzte Folge gesagt. Das heißt, Cinta arbeitet ja noch für Luthen. Und dann kommt sie da an und fährt den Speeder, in dem dann Tay Koma sitzt. Und fliegt ihn irgendwie weg. Ich habe nur damit gerechnet, dass sie jetzt irgendwie den Speeder noch abstürzen lässt in der letzten Sekunde. Oder dass sie abgeschossen werden oder sowas. Aber ich glaube, das ist natürlich von Luthen eingefädelt, weil Luthen extremes Misstrauen gegenüber Tay jetzt hat und Angst hat, dass er irgendwie da eine Bedrohung für ihre Sache wird. Und damit endet dann auch die Folge. Das war Folge 3. Reden wir jetzt mal über alle 3 Folgen zusammen, den Arc, ein kleines Fazit. Ich muss sagen, es war ein sehr, sehr, sehr guter Arc. Er hat mir sehr gut gefallen, es war ein guter Einstieg. Ich weiß nicht, wie ich es finde, dass man dieses Konzept hat von wegen, jeder Arc ist halt ein Jahr, oder es ist ja nicht mal ein Jahr, sondern es ist ein Ereignis. Und es waren jetzt 3 Tage aus einem ganzen Jahr und mehr kriegt man nicht zu sehen. Also da sind so viele Lücken halt dazwischen, die ich gerne eigentlich erforscht hätte. Ein Arc, dass da die 3 Folgen über einen längeren Zeitraum spielen, als nicht nur jetzt 3 Tage. Wer weiß, wie es in den nächsten Folgen ist, ob sich das da vielleicht so ein bisschen streckt, dass es vielleicht mal ein paar Wochen oder ein paar Monate sind. Das hätte ich sehr gerne. Aber es ist ja wirklich alles innerhalb von 3 Tagen. Und dadurch ist es halt eine sehr kleine Story oder ein sehr kleiner Arc dann wieder. Das finde ich dann so ein bisschen schade, dass man dann halt nur 4 Arcs hat über 4 Jahre hinweg. Da ist es mir dann ein bisschen zu wenig, fast schon, an Inhalt. Weil es sich eben sehr auf dieses eine Event oder diese 3 Tage fokussiert hat, die toll waren. Aber dafür, dass es nur ein Arc ist, war es mir zu wenig. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde es cool, Dedra und Cyril, dass man da so ein bisschen die Dynamik erforscht. Mon Mothma, Chandrilla, das ist für mich das Spannendste. Ich liebe Politik in Star Wars. Dementsprechend ist das für mich einfach so das Standout in jeder Folge, wo es darum geht. Aber ansonsten produktionsmäßig, schauspielerisch grandios, wirklich, also, give them the Emmys. Dann natürlich auch Sets, unglaublich toll. Es ist so toll gefilmt. Effekte, super. Ich kann nirgendwo meckern. Es sieht einfach grandios aus. Camera Work, genial. Es ist so toll, Star Wars in so einer Quality zu sehen. Und ich freue mich sehr auf die nächsten Wochen.
Nur noch 3 Wochen. Ich freue mich sehr auf nächste Woche für den zweiten Arc mit Folge 4, 5 und 6. Und bis dahin sage ich Tschüss, auf Wiedersehen und möge die Macht mit euch sein.